Das kamerabasierte Autoscoring-System Scolia Home 2 ist jetzt verfügbar und viele von euch überlegen vielleicht zum ersten Mal von analog auf digital umzusteigen und von den Features zu profitieren. Und auf mein erstes Video zum Home 2 habt ihr auch einiges an Feedback und Fragen geschickt. Dafür erstmal danke und im Kern drehen sich viele Fragen um so 3 Hauptthemen. Zum einen, was genau kann oder bietet mir Home 2? Und die 2, kann ich das Home dann auch mit meinem Lichtring benutzen? Mit welchem DEM bzw. Entkopplungssystem ist das Home 2 denn kompatibel? In diesem Video möchte ich auf die Themen konkret eingehen und zeige euch Aufbauten mit Lichtringen und DEM-Systemen, die auf jeden Fall und zu 100% kompatibel sind, also funktionieren und vollen Support erhalten. Dazu habe ich abermals mein ganzes Dartzimmer verwüstet, neu markiert, gebohrt, umgemodelt, ausprobiert, auch Rücksprache gehalten, natürlich mit Scolia und einigen Anbietern, damit ihr von vornherein wisst, was funktioniert und wo es vielleicht noch eigene Lösungen braucht oder ihr noch ein bisschen warten müsst. Ich fange mal mit einem kleinen Walkthrough der wesentlichen Features und Funktionen an, denn das Home 2 ist zur Festinstallation gedacht, kommt mit 3 Kameras, die symmetrisch angeordnet sind. An diesem kleinen Metallbracket unten hängt dann magnetisch die Recheneinheit, die die komplette Erkennung und auch Kommunikation mit den Scolia-Servern übernimmt. Daher braucht sie eine Internetverbindung, die du entweder jetzt per mitgeliefertem Netzwerkkabel herstellen kannst oder mit dem eben enthaltenen WLAN-Adapter. Die erste Anmeldung ist flink erledigt. Hängt dein Scolia-System, schaltest du Licht und Scolia über einen einzigen Schalter an. Und wenn du es noch nicht vorher gemacht hast, dann erstellst du dir jetzt einen kostenlosen Account und meldest dich dann über game.scoliadarts.com an. Da ist es übrigens egal, ob du das via Smartphone, Tablet, PC oder Notebook machst. Scolia benötigt keine Softwareinstallation, also da gibt es jetzt nicht eine separate App oder irgendwie sowas, sondern das ist browserbasiert und funktioniert deswegen halt mit jedem Gerät, auf dem ein Browser läuft. Über deinen Account meldest du dann dein Dartboard an. Dazu gibst du einfach die Seriennummer an, die auf dem Aufkleber in deinem Handbuch stehen müsste oder zum Beispiel auch einfach auf deiner Recheneinheit selbst angebracht ist. Hast du mehrere Scolia-Systeme, also Boards in dem Falle, kannst du auch diese über deinen Account anmelden und managen. Bei mir sind das aktuell zum Beispiel 2 Boards. Ist dein Board angemeldet, kannst du auch direkt mit dem Spielen loslegen. Du musst hier nichts extra einrichten oder kalibrieren. Das macht das System beim Start automatisch. Das heißt, auch wenn du mal dein Board drehst oder auch Neues dranhängst, das Home 2 kalibriert sich bei jedem Start komplett selbst, um eine optimale Erkennung der Darts zu gewährleisten. Und die liegt im Schnitt bei 99,5% und mehr. Also das ist einfach nur geil. Du spielst Leg für Leg, Match für Match und musst nicht einen Wurf korrigieren. Alle 2-3 Monate gibt es dazu auch neue Features für das Scolia und auch hier musst du nichts tun. Updates werden automatisch eingespielt und du profitierst sofort von neuen Spielen oder Funktionen. Zuletzt zum Beispiel die Schnelltrainingsspiele oben rechts, wo du dann Scoring trainieren kannst oder auch deine Checkout-Streaks überbieten. Ich finde, das ist schön zum Einwerfen oder auch mal in längeren Pausen, wenn du zum Beispiel in Turnieren auf deinen nächsten Gegner wartest. Und damit bin ich schon bei den Spielen. Du kannst mit bis zu 8 Leuten vor deinem Scolia spielen, gegen einen Bot in verschiedenen Average-Stufen oder auch gegen einen personalisierten Bot, der sich an deine Form anpasst und damit immer auf deinem aktuellen Niveau spielt. Derzeit gibt es 6 verschiedene Spiele sowie die 2 Quick Games und du kannst dir noch einen eigenen Spielernamen geben, wenn du möchtest auch ein Avatarbild verwenden und dich natürlich jederzeit online mit anderen messen. Ob im Einzelspiel oder dich dann im Turnier durch einen ganzen Turnierbaum kämpfen, alles ist machbar, auch in bestimmten Average-Klassen. Bei Turnieren gibt es auch offene Average-Klassen, da sind dann alle mit dabei. Und wenn du so ein Turnierspiel gewinnst, dafür gibt es dann auch Punkte und auch Auszeichnungen, wenn du ein Turnier gewonnen hast. Und diese Punkte zählen dann für die Turnierrangliste. Du kannst also auch hier immer schauen, auf welchem Rang du dich in der ewigen Scolia-Bestenliste einreichst. Im klassischen Spielmodus 501, den du auch zum 301 oder mit beliebigen Punkten einstellen kannst, gibt es natürlich ein Ausbullen. Ebenso eine Callerstimme, die die Punkte ansagt, auf Englisch oder Deutsch, kannst du dir alles einstellen. Und auch, ob du die Restpunkte zum Checkout zum Beispiel angesagt haben möchtest oder nicht. Checkout-Wege werden ebenso angezeigt wie alternative Wege, also wenn der erste Dart mal nicht im passenden Feld gelandet ist. Im Spiel mit anderen online gibt es eine Chat-Funktion, ebenso wie in der Gaming-Lobby. Und es wird genau angezeigt, wo deine oder die Darts des Gegners gelandet sind.
Natürlich gibt es auch ein paar Stats während des Spiels und erst recht danach. Richtig cool finde ich immer die Heatmap, die du auch auf ganz genaue Koordinaten umstellen kannst und so dein Trefferbild von Match zu Match oder wenn du auch möchtest von Leg zu Leg jederzeit nochmal sehen und nachvollziehen. Klar hast du dann auch immer einige Match sowie deine Leg-Statistiken im Blick, aber zum Beispiel auch dein Scoring im Vergleich zum Gegner über den Punkteverlauf. Schon hier, finde ich, kann man immer eine Menge rausziehen. Alle deine Spiele kannst du generell im Nachhinein über die Funktion Verlauf, also den Menüpunkt Verlauf, nochmal einsehen und im Bereich Statistiken bekommst du dann zusätzliche Einblicke in deine aktuelle Form, deine Turnierform, deine besten Legs, die höchsten Finishes und noch einiges mehr. Und wenn dir all das noch nicht reicht oder du noch weitere Trainingsspiele nutzen möchtest, die JDC Challenge zum Beispiel spielen oder gar dein Spiel Stück für Stück über einen virtuellen Darts-Coach verbessern, ja dann kannst du dein Scolia-Board über die Plattform GoDarts Pro vom Anders Östmann connecten und noch über 70 weitere mit Scolia kompatible Herausforderungen wie auch Fun-Games spielen. Und auch hier gibt es nicht nur knallharte Turniere, sondern auch spaßige Community-Events, wie derzeit zum Beispiel die Enduro Challenge, an der ich mich die nächsten Wochen ebenso versuche. GoDarts Pro ist eine separate Plattform, kostet derzeit ein bisschen was, also 6,95 € im Monat oder rund 70 € pro Jahr. Das ist es alle Male wert, aber ihr könnt euch natürlich grundlegend auch kostenlos registrieren und trotzdem ein paar Spiele so machen. Und dazu brauchst du übrigens auch nicht zwingend ein Scolia-System, denn das geht auch so über manuelle Punkteingabe via Smartphone und so weiter. Und wer Bock hat, ja, ich verlose auch 3 GoDarts Pro Giftcards. Also damit werden 2 von euch 3 Monate und der Hauptgewinner 6 Monate lang GoDarts Pro kostenfrei nutzen können und sich richtig austoben. Oder am Ende ein hammerguter Darts-Spieler werden, der mich jederzeit abledert? Ach, was soll's. Wenn du so eine Giftcard gewinnen möchtest und GoDarts Pro längere Zeit kostenlos ausprobieren, dann abonniere dazu einfach meinen Kanal und den von GoDarts Pro und schreibe dann unten bitte in die Kommentare, was du an Scolia oder auch an GoDarts Pro geil findest. Ich werde noch in dieser Woche 3 Kommentare auslosen und die Gewinner direkt im Post benachrichtigen und schon kann es für euch losgehen. So, diesmal zur Giveaway-Aktion und dem kleinen Walkthrough. Jetzt geht's an die Home 2 Setups mit verschiedenen LEDs und Dämmsystem. Und so sieht dann das Scolia Home 2 mit dem Scolia eigenen LED-Lichtring im Komplettpaket bei mir aus. Es kommt ja mit den fixen Kameraarmen, da ist jetzt nichts mehr im Winkel und so weiter einzustellen, sondern die Kameraarme sind fix und damit hat das komplette System Auto-Calibration. Man muss also nichts mehr in Bezug auf Kalibrieren machen. Das macht das Scolia Home 2 automatisch. Der LED-Ring, den es erstmalig von Scolia auch mit dem System dazu gibt, ist, finde ich, sehr, sehr schön hell und gleichmäßig ausleuchtend. Ähnlich wie beim Plasma eben, das komplette Dartboard inklusive dem Surround, alles schattenfrei, passt natürlich super schön miteinander zusammen. Die Position der Kameraarme ist jetzt oben auf der 20 und dann symmetrisch rechts und links. Das gibt ein kleines bisschen mehr Freiraum, um hier die Darts rauszuziehen und zum Beispiel nicht an die Kameraarme wie bei dem Home zu stoßen. Finde ich, macht außerdem irgendwie insgesamt einen super Eindruck und hat auch keinen Einfluss auf die sehr, sehr gute Erkennung. Die Recheneinheit steckt hier unten. Das ist ein stabiles Metallbracket mit einer Magnethalteplatte davor. Die kann ich auch mal kurz abnehmen. Da steckt jetzt also die ganze Recheneinheit drunter, die ebenso magnetisch angebappt ist mit der passenden Verkabelung. Der Stromstecker ist so ein gewohntes Y-Kabel. Der versorgt einmal die Recheneinheit mit Strom und einmal den LED-Ring. Und dann gibt es ja einen An-Ausschalter für das Kabel hier, was man von unten dann anführen oder reinführen kann. Ich mache das mit der Kabelverlegung bei mir später noch ein bisschen anders und führe das dann seitlich zu, sodass ich dann komplett kabellos, also von der Wirkung her, keine sichtbaren Kabel irgendwo habe. Aber normale Montage ist eben das Kabel einfach von unten zuführen und dann ist es auch nur ein einziges Kabel, obwohl man zweimal Stromversorgung braucht. Ist insgesamt super clean. Die Recheneinheit ist halt weiterhin sehr klein. So, aus der Perspektive, denke ich, sieht man jetzt auch mal die Recheneinheit ein bisschen schöner. Hinten gibt es weiterhin die 4 USB-Ports, 3 werden für eben die Kameras gebraucht und einer ist jetzt beim Home 2 mit dem neuen Wi-Fi-Modul belegt. Das ist so ein ganz kleines von TP-Link und funktioniert auch recht zuverlässig. Netzwerkanschluss, LAN-Kabel 5 Meter liegen auch dabei, wird auch empfohlen für eine stabile Verbindung. Also du hast jetzt beim Home 2 die Wahl, ob du das per WLAN oder eben Netzwerkkabel betreiben möchtest, ohne jetzt nochmal separaten Wohnnetzadapter oder so zukaufen zu müssen.
So, das also zur Recheneinheit und quasi der Netzverbindung. Ich habe jetzt hier kein sichtbares Kabel mehr, habe das nämlich gerade wieder umgemodelt und mir das alles hinter meinen Dartboard Surround gelegt und seitlich rausgeführt. Und dazu nehme ich jetzt einfach auch mal den Dartboard Surround ab. Dann könnt ihr das mit der Verkabelung nochmal sehen, beziehungsweise ich kann euch das zeigen. Und um das hier unten dazu zu machen, gibt es ebenso dieses Magnetshield, was dann einen schönen Abschluss gibt. Das ist auf der einen Seite mit dem reinen Skolia-Logo bedruckt und auf der anderen Seite mit dem Logo und Schriftzug. So, hier oben einmal zum Kabelmanagement. Siehst du schon, das sind die 3 USB-Kabel der Kameras, die hier unten dann in die Recheneinheit gehen. Und statt das Stromkabel jetzt nach unten durchzuführen, habe ich mir das hier oben wieder rausgeführt. Das heißt, auch mein An-Aus-Schalter liegt quasi hinter dem Surround. Auf die Art sehe ich eben weder Schalter noch Kabel. Das ist für mich vollkommen okay. Und auch hier am Kameraarm kann ich nochmal zeigen, auch die Kabelklipse legt Skolia mit bei. Das ist eben die Verlegung für das LED-Licht. Egal an welchem Arm ihr das dann rausführen wollt, wenn man hier so einen Anschluss hat, dann kann man das da sauber reinlegen und ist dann aus einem weiteren Abstand und wenn du spielst eben nicht störend und nicht sichtbar. Und von der grundlegenden Montage des Systems bzw. der Kameraarme ist das eben alles sehr, sehr einfach. Skolia legt eine Bohrschablone bei, die legt ihr einmal in der passenden Höhe an und dann habt ihr einfach eine Schraube jeweils pro Kameraarm zur Fixierung. Und das geht dann eben direkt an die Wand mit den Abständen für das Skolia eigene Lichtringsystem oder aber auch Winmore Plasma, das zeige ich gleich in Variante 2. Stimmen hier schon die passenden Abstände, dass man sich da eigentlich um nichts kümmern muss. Das heißt, von den Löchern, die zu bohren sind und Dübel und Befestigungsmaterial legt Skolia auch alles mit bei. Einmal unten für das Bracket, also auch die Halterung der Recheneinheit, 2 Löcher. Und dann nochmal 3 Löcher für die Kameraarme, also insgesamt 5 Mal. Und dann ist es eine fixe und feste Installation von dem Home 2. Dann halt wieder den Surround drüber und wie du siehst, das ist bei mir komplett ohne sichtbare Kabel jetzt alles verlegt. Und was du auch noch machen kannst, je nachdem, wie du das gerne haben möchtest, das System ist ja hier jetzt entsprechend offen zu den Seiten und nach oben. Und wenn es für dich passt und auch nicht irgendwie problematisch ist, kannst du das gerne so lassen. Du kannst es aber auch mit dem beigelegten Sichtschutz dann schließen. Das sind so 3 einfache Segmente und das erkläre ich hier mal kurz, weil ich habe das schon vorbereitet. Dann nimmst du einmal die Schraube hier von dem Kameraarm raus und einmal die Schraube hier am Kameraarm. Und dann kannst du die Dinger hier einlegen. Das erste Segment unten, das nutze ich nämlich ganz gerne, dass wenn Darts mal rausbouncen, dann liegen die halt einfach hier drin, muss ich mich nicht bücken. Also ich mache das rein aus Bequemlichkeit. Und die anderen Segmente kann man dann eben hernehmen, um den kompletten Ring einmal zu schließen. Und das zeige ich jetzt gleich mal. So, da habe ich die erste untere Platte drin. Die ist auch so matt schwarz, hat eine schöne Struktur. Das geht alles super easy. Und so lasse ich das bei mir. Kann aber, wie gesagt, wenn ich wollte, das jetzt über diese flexiblen Platteneinleger, wie auch immer man das jetzt nennen soll. Und dann lege ich die hier quasi so ein. Nutze halt die Schrauben, die ich an der Halterung schon habe und kann das dann, kann man das so sehen, ja, wenn ich so halte, kann man da glaube ich schon ganz guten Eindruck von kommen. Okay, das also das Skolia Home 2 mit dem eigenen LED-Lichtring. Das werde ich jetzt abmontieren und auf das bereits vorbereitete Board Nummer 2 bringen. Und hier jetzt die Kombination aus einem Winmore Whisper Dämmsystem mit den Skolia Kameraarmen und einem Winmore Plasma LED-Ring. Das ist nämlich alles miteinander kompatibel und funktioniert zu 100%. Und da werde ich auch hier jetzt mal den Dartboard Surround abnehmen, um euch einen Blick dahinter zu gewähren. Dann seht ihr nämlich schon, das ist der Aluminiumrahmen von dem Winmore Whisper Entkopplungssystem. Da ist das Dartboard ja eingehangen auf so Drähten. Auch das kann ich mal abnehmen, dann seht ihr das. So sieht es bei mir aus. Das Dartboard hinten hat von mir schon die Winmore Whisper Disc, die es braucht, um das dann einzuhängen. Und wenn ich das hier alles richtig gemacht habe, brauche ich ja nichts anderes machen, als das Dartboard draufzulegen. Durch die 4 Pinökel hinten sitzt es automatisch goldrichtig. Und damit habe ich jetzt schon mal die Grundlage von einem entkoppelten Dartboard. So, für mich jetzt hier Step 2. Ich habe erstmal wieder das Bracket hier angeschraubt. Da braucht man unten, wie gesagt, nur die 2 Schrauben. Dann
ist die Kiste für die Recheneinheit schon mal fix. So sieht es bei mir aus. Kurzer Zwischenstand. Das Winmo Whisper hängt und die Kameraarme. Und man sieht auch, wie das Kabelmanagement prima funktioniert. Jetzt habe ich hier ja meine kleine Skolia Recheneinheit mit dem TP-Link WLAN-Adapter. Das ist magnetisch. Das heißt, das Bracket hängt hier unten. Und bapp, dran ist das Ding. Und dann kann ich mir hier schön die Kabel halt durchführen und das dann von unten entsprechend anschließen. Komme da auch jederzeit prima ran. Und das Ganze ist jetzt hier hinter diesem Aufhängungssystem von dem Winmo Whisper. Deswegen muss ich mir hier keinen großen Aufwand machen. Kann im Prinzip das Dartboard hier drüber hängen und dann wäre es an sich schon fertig. Was jetzt natürlich fehlt, ist der Winmo Plasma Ring. Und der Lichtring ist jetzt auch angebracht. Kann man das auf der Kamera hoffentlich lesen. Da steht Winmo. Das ist ja immer genau an den Kameraarmen bezeichnet. Die Kabel habe ich mir hier auch schon soweit sauber verlegt. Das ist auch wiederum das Gute. Das Dartboard wird jetzt hier einfach auf das Whisper gehangen. Dahinter ist wie gesagt Luft. Das heißt auch das Dartboard, wenn es hängt, da kann nichts scheuern oder ribbeln, dass die Kabel irgendwie in Mitleidenschaft kommen. Auch wenn man das Dartboard dann später dreht, kann hier den Kabel nichts passieren. Und welcher Kameraarm jetzt wo dran ist, hier gibt es kein ABC mehr. Einfach unten an die Recheneinheit stöpseln und das war's. Also hänge ich das Dartboard ein, mache den Surround drüber und dann ist es fertig. Und dann kann das Ganze angeschalten werden. Wunderbar, alles richtig verkabelt und wir können los skolieren. So, und an dieser Stelle möchte ich es einmal so zusammenfassen. Skolia Home 2 ist für die Wandmontage gemacht und passt perfekt mit dem Skolia eigenen LED-Ring oder eben dem Winmo Plasma zusammen. Willst oder musst du dein System dämpfen, dann geht das auch mit dem Winmo Whisper problemlos, wie du siehst. Und dann schwenke ich jetzt ein drittes Mal jetzt wieder hier rüber und mache vielleicht auch mal das Licht dazu an. Wie ist das jetzt mit anderen Dämmsystemen? Zum Beispiel dem Board of Silence vom Automaten Wagner. Das geht auch, denn es ist ja für die Montage von einem Winmo Plasma schon immer gemacht. Aber, und da habe ich lange mit Thomas Wagner auch telefoniert, die hinteren Füße der Kameraarme, die würden ein bisschen frei in der Luft hängen. Und das kann ich auch hier einmal auf meinem schmalen Panel ein bisschen zeigen. Das ist nämlich leider auch nicht ganz in dem Maß, wie es das braucht. Aber bei einer festen Installation ist es eben kein Problem. Und so wäre das jetzt aktuell hier bei dem Board of Silence auch. Der Durchmesser passt da noch nicht ganz. Es bräuchte hier sozusagen solche Extensions, wie ich das hier schon mal provisorisch angezeigt habe. Und das ist aber auch die gute Nachricht, die wird es geben. Und damit kannst du dann, so wie ich das hier auch habe, die bisherigen Board of Silence quasi nachrüsten. Dafür gibt es so Extension-Öhrchen, dass du dann das komplette System, also das Skolia-System mit Beleuchtung und Recheneinheit komplett auf das Board of Silence bringst. Und das hat ja wiederum den Vorteil, dass es wie so ein Bilderrahmen ja an- oder auch abgehangen werden kann und damit mal problemlos in einen anderen Raum transportiert oder auch komplett auf den Dartboard-Ständer gebracht werden kann. Oder wo auch immer, kannst du es halt einfach im Auto sonst wohin transportieren. Also mit dem Board of Silence wird bzw. bleibt dann gar das Home 2 mobil nutzbar. Also es braucht dann einfach nochmal Extension-Öhrchen und die wird es vom Thomas geben. Der macht dazu gewiss auch nochmal ein Video und ich werde es bestimmt auch nochmal vorstellen können. Und bei anderen Dämm- oder Entkopplungssystemen, da braucht es schlichtweg Anpassungen. Da musst du dann zum Beispiel die Kameraarme unterfüttern oder dir eben grundlegend eine eigene Lösung ausdenken. Und das gilt auch für andere Lichtsysteme. Das Mission Torus zum Beispiel kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich halte es hier mal einfach auf diesen Surround, denn ich habe das noch hier. Ist auch aus Alu, hat im Prinzip auch diese 3 annähernd 120 Grad Arme vom Abstand. Ist aber eben unten offen, also da muss man sich ein bisschen was überlegen und hat halt generell auch einen etwas kleineren Durchmesser. Also es passt nicht so ohne weiteres an die Skolia Kameraarme. Da muss man sich also eine eigene Lösung überlegen. Vielleicht mal eine kleine Challenge, das würde ich mir vielleicht nochmal geben. Aber das gleiche gilt dann zum Beispiel auch für das Target Corona. Und da muss ich sagen, warum sollte ich mir das antun? Weil das Corona ist ja aus einem leichten Kunststoff, hat dann 4 Haltearme und auch einen geringeren Durchmesser. Also das wird dann wirklich ein Gefrickel mit Anpassung hier und da und sieht dann nicht gut aus. Also dann verkaufe ich doch lieber meinen Corona-Ring und nehme gleich das perfekte Home 2 mit dem entsprechenden LED-Ring. Sind wir mal ehrlich, also der typische Skolia-Käufer, der möchte doch genau das. Dieses Ich muss mich um nichts kümmern, es funktioniert einfach und sieht geil aus Erlebnis. Und genau das
gibt es hier in den vorgestellten Varianten. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Nachfrage nach dem Skolia wie auch Winmau Plasma LED-Ring steigt, denn die erste Batch vom Home 2 ist ja bereits komplett ausverkauft. Und wenn du jetzt auch Interesse bekommen hast, dir ein Home 2 anzuschaffen und vielleicht noch ein bisschen Geld zusammenkratzen möchtest und Darts oder Zubehör loswerden, wie ich das auch ganz gerne mal mache, dann schau dich auf Darts Bazaar um. Die Plattform von Dartern für Darter, die wächst und gedeiht. Ihr wisst, das habe ich schon von Anfang an gerne supportet, denn hier kannst du sowohl Zeug kaufen wie auch verkaufen, findest aber auch einen Preisvergleich von neuen Sachen von inzwischen echt vielen und guten angebundenen Händlern. Alles auf einer Plattform, sehr transparent und zunehmend immer schöner. Daher meine Aufforderung, supportet das ruhig ein bisschen, meine Mühen auch, indem ihr die Links zum Beispiel unten in der Videobeschreibung nutzt, denn hier findet ihr alle Skolia-Varianten und Angebote der verschiedenen Händler mit nur einem einzigen Klick. Okay, das war's von mir. Denkt noch an das Go Darts Pro Gewinnspiel, das läuft. Lieben Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Video.